Ein weiteres Element, das teilweise eingesetzt wird, sind Abstimmungen. Abstimmungen erkennt man am einfachsten an dem Fragezeichen-Icon. Bei einer Abstimmung wird immer genau eine Frage gestellt oder eine Aussage zur Abstimmung gestellt. Sehen wir uns dazu nun eine einfache Beispielabstimmung an. Nämlich, wie gut kommen Sie mit dem Lernportal klar? Ich klicke diese an. Hier sehen wir das Thema und eine kurze Beschreibung sowie die Information, was mit den Ergebnissen passiert. Ergebnisse werden nach deiner Antwort ohne Namensnennung veröffentlicht. Heißt, ich kann die Ergebnisse, die aktuell vorliegen, sehen, sobald ich selber eine Antwort gegeben habe. Das gleiche gilt für alle anderen Nutzerinnen, aber die Namen werden nicht angezeigt. Also weder können andere sehen, wie ich abgestimmt habe, noch kann ich sehen, wer wie abgestimmt hat. Wie gut komme ich mit dem Lernportal klar? Ich sage mal noch unvertraut, geht aber. Und dann klicke ich hier auf meine Auswahl Speichern, um meine Antwort abzugeben. Auch hier kommt zunächst oben die Bestätigung, deine Auswahl wurde gespeichert. Und ich bekomme hier hervorgehoben, wie ich geantwortet habe. Ich habe innerhalb der Frist die Möglichkeit, meine Auswahl zu löschen, also die Abstimmung rückgängig zu machen, oder einfach eine andere Antwort hier zu klicken und sagen, meine Auswahl speichern. Und sehen Sie, der Balken hier ist kleiner geworden und dafür ist hier rechts ein Balken gekommen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Verantwortlichen für diesen Kurs die Option nachträglich bearbeiten erlaubt haben. Das muss nicht unbedingt der Fall sein. Unterhalb der Grafik sehen Sie einen Eintrag Grafikdaten anzeigen. Das ist etwas blöd benannt, ehrlich gesagt. Was damit gemeint ist, der Grafik zugrunde liegenden Daten anzeigt. Wenn ich das anklicke, dann sehe ich hier die Antworten, die Anzahl Antworten und die prozentuale Verteilung. Hier in diesem kleinen Kurs ist es relativ einfach, die Werte abzulesen, weil es gibt nur entweder 0, 1 oder 2 Antworten, sodass ich das direkt sehen kann. Aber wenn Sie in einem Kurs mit 400 Leuten sind, dann können Sie nur grob abschätzen, wie es ausgegangen ist. Und wenn zwei Balken wie hier ähnliche Höhe haben, können Sie zwar drüber gehen und sehen dann auch die Angabe, aber meistens ist die tabellarische Übersicht deutlich einfacher. Die Abstimmung können unterschiedliche Formen haben. Hier hatte ich eine Form, bei der ich nur exakt eine Antwort wählen kann, sie nachträglich bearbeiten kann und das aktuelle Ergebnis sehe, sobald ich meine eigene Abstimmung betätigt habe. Sehen wir uns nun die andere Abstimmung hier an. Die unterscheidet sich an einigen Stellen nämlich deutlich, obwohl es genau die gleiche Art Aktivität ist. Also wenn ich sie öffne, habe ich auch hier ein Thema und eine Beschreibung, aber erster Unterschied, wenn ich ein bisschen runterscrolle, ich sehe direkt schon, wie sich die anderen verhalten haben. Das heißt, die bisher abgestimmt haben, ich sehe das Ergebnis, bevor ich selber abstimme. In manchen Kontexten ist das sinnvoll, in anderen nicht, weil es natürlich auch mein Abstimmungsverhalten möglicherweise beeinflusst. Und ich kann hier mehr als eine Option angeben. Also ich kann sagen, ich bin sowohl in Deutsch als auch in Englisch fließend unterwegs. Das heißt, ich habe hier sogenannte Checkboxen statt Radio-Buttons. Auch hier kann ich meine Auswahl speichern, bekomme die Bestätigung, wurde gespeichert, bekomme angezeigt, was ich ausgewählt habe und habe, da der Dozent erlaubt hat, es zu überarbeiten, die Möglichkeit, meine Auswahl zu löschen oder eben eine andere Kombination auszuwählen und zu speichern. Und meine Werte wurden gezählt. Wir sind jetzt hier auf 4-mal Deutsch und Englisch. Vorher waren es nur jeweils 3-mal. Generell zu beachten bei den Abstimmungen sind noch folgende Punkte. Erstens, die Veranstalter können Fristen festlegen, innerhalb derer man abstimmen kann. Zweitens, die Veranstalter können ebenfalls festlegen, wann bzw. ob man die Ergebnisse sehen kann. Wir haben hier eine Variante gesehen, bei der man die Ergebnisse immer sieht, also schon vor der eigenen Stimmabgabe. Wir haben bei der zweiten Abstimmung hier eine Option gesehen, wo man die Ergebnisse erst sieht, wenn man seine eigene Stimme abgegeben hat. Wenn ich meine Auswahl hier lösche, ist das bisherige Ergebnis weg, weil ich jetzt noch keine Stimme abgegeben habe. Es gibt drittens die Option, die Ergebnisse erst nach Abstimmungsende zu sehen.
Und viertens, sie überhaupt nicht zu sehen. Auf die Auswahl der Lehrenden haben Sie allerdings dabei keinen Einfluss. Und das war's auch schon mit der Abstimmung. Sie müssen nur den Text lesen, das Thema und die Beschreibung und Ihre Abstimmoption oder Option tätigen und wichtig, innerhalb der Frist tätigen und Ihre Auswahl speichern und danach können Sie sich gegebenenfalls das Ergebnis zum richtigen Zeitpunkt ansehen. Das war's dann jetzt auch schon mit dem Element Abstimmung.